Moin Leute, willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sicher noch wisst, haben wir letztens ein Unboxing gemacht, weil Niklas uns seine BBs zugeschickt hat, die Q-Airsoft BBs. Und heute kommen wir nun endlich zum lang ersehnten Testbericht von unserer Seite aus. Viel Spaß! Eigenschaften und Besonderheiten. Bei den BBs handelt es sich um Bio-BBs und diese werden in der EU in Griechenland hergestellt. Außer ab 0,36 Gramm, die werden bei dem Hersteller BLS produziert. Die BBs haben einen Durchmesser von 5,95 mm plus minus 0,01 mm. Sie sind zweifach poliert. Halt, stopp! Denn die BBs sind 8-fach poliert. Und hergestellt werden sie aus PLA. Somit sind sie bio und können abgebaut werden innerhalb von 4 Wochen. Aber wir wissen ja selber, wie das ist. Das dauert manchmal bis zu Jahre, bis die BBs dann verschwunden sind. Die BBs kommen zu euch in diesen Flaschen. Die sind hergestellt aus PET, sind somit lebensmittelecht und recycelbar. Ein Vorteil von den Flaschen ist natürlich, ihr könnt Speedloader damit leicht befüllen und sogar High-Cap-Magazine. Macht das nie, finde ich, lyncht euch. Weil, ihr kennt das ja, normalerweise kommen die in den Tüten hier. Was machen die meisten Leute? Die tun die Tüten umfüllen in Flaschen. Das entfällt natürlich hier. Was ist noch so ein Nachteil an so einer Tüte? Ihr habt ja hier oben so einen Zipverschluss. Und wenn ihr die jetzt einfach in euren Rucksack reinschmeißt und habt da ganz viel drin und der Verschluss geht auf, dann ist halt 4000 Tape-Off im Rucksack. Und wenn es auf dem Spielfeld passiert, dann BBs futsch, 20 € ins Sand gesetzt. Das passiert euch hier nie. Ihr habt hier außerdem einen Deckel aus Aluminium, um weiteres Plastik zu vermeiden. Das heißt, Niklas legt sehr viel Wert auf die Umweltfreundlichkeit bei den BBs und das finde ich zum Beispiel sehr gut. Preise und Preisvergleich. Ihr bekommt bis 0,32 Gramm immer 4500 Stück pro Flasche. Ab 0,36 Gramm sind es dann 1600 BBs pro Flasche. Kommen wir jetzt mal zu den Preisvergleichen. Und zwar habe ich da was vorbereitet. Ich blende euch das jetzt am Rechner ein. Und wenn ihr das genauer studieren wollt, dann haltet das Video einfach an. Ich erzähle euch jetzt erstmal kurz, was es für BBs gibt beim Niklas. Und dann springen wir weiter zu den Ersparnissen, die man so erzielen kann. Also wir haben beim Niklas 0,20 Gramm, 0,25 Gramm, 0,28 Gramm, 0,32 Gramm, 0,36 Gramm, 0,40 Gramm, 0,43 Gramm und 0,45 Gramm. Und dann gibt es noch gesondert Granaten-BBs. Das ist praktisch das, was im Band runtergefallen ist. Also das sind verschiedene Kugelgewichte gemischt und die sind sehr günstig. Perfekt für unsere Granaten, die wir euch im Video vorgestellt haben. Das blenden wir euch da oben ein. Einfach einfüllen und ja, Geld sparen. Bei 20.000 Schuss im Jahr mit 0,20 Gramm oder 0,25 Gramm, wenn ihr eine 0,5er spielt oder in der Halle, was auch immer, könnt ihr im Gegensatz zu G&G BBs 16,60 € sparen, also wieder eine Flasche davon, und zu King Arms sogar 22,40 €. Bei 0,25 Gramm sind wir dann schon bei 26,60 € ist dann die Ersparnis. Und zu King Arms 29 €. Gehen wir weiter zu der Ersparnis ab 0,28 Gramm bis 0,36 Gramm. Hier ist die Differenz bei den 0,36 Gramm am höchsten, wie ihr ja sehen könnt. Gehen wir weiter zu den Snipern oder die ab 0,40 Gramm spielen. Da habe ich mit 5000 Schuss gerechnet. Ich nehme jetzt mal exemplarisch die 0,45 Gramm. Wenn ihr jetzt die G-Auf BBs immer nehmt, da spart ihr euch im Jahr 40,70 €, wenn ihr eure BBs beim Niklas bestellt. Und jetzt schalten wir ins Labor zu Professor Dr. Mate Dent Finch. Der wird euch zeigen, was die BBs im Labor so drauf haben. Ja, fliegen denn die Kugeln jetzt auch anders? In der Tat, die blaue Linie sind die Q-Airsoft-Kugeln und die grüne Linie sind die anderen Kugeln. So, fangen wir direkt mal mit den Kugelgewichten an. Da haben wir uns hier 10 Stück immer rausgeholt und schütten die dann quasi hier rein. Fangen wir mit den 0,36ern an. Ja, das sind jetzt 10 Stück. Ganz kleines bisschen leichter, aber das kommt hin. Machen wir weiter mit den 0,28ern. Die sind ein ganz winzig kleines Stückchen schwerer. Und jetzt haben wir noch die 32er. Die sind genauso ein ganz kleines, winziges Stückchen schwerer. Jetzt haben wir noch die Begadi-Kugeln. Das sind die 0,28er. Da haben wir genau das gleiche Ergebnis wie bei den anderen. Und dann haben wir noch die G&G
Das waren 0,28er. Ja, die sind ganz kleines Stück leichter als die anderen. Als wir jetzt einkaufen waren wir mal im Netto und haben gesehen, dass die auch Kugeln haben. Die sind zwar ganz schön kleine Verpackungen hier, das ist jetzt nicht so richtig pralle hier, aber naja, die sind auf alle Fälle viel billiger als die anderen. Man kann die auch aufdrehen und kann die genauso ins Speedloader reinschütten und die haben viel lustigere Farben. Außerdem habe ich auch das Gefühl, dass man die Dinger auch fressen kann. Würde ich jetzt mit denen nicht unbedingt machen wollen. Wiegen wir die ganzen mal. Ja, 0,36 Gramm, quasi wie die. Da muss man jetzt natürlich sehen, dass so eine Packung hier natürlich signifikant weniger kostet. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, muss noch mal rankommen. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, irgendwie passen die Durchmesser nicht so ganz. Also da ist irgendwas faul. Weiß ich nicht so richtig. Wenn man einfach genug Joule hat oder eine starke Feder hat, presst man die sicherlich schon irgendwie durch den Luft durch. Weiß ich nicht so richtig. Sonst bleibt es euch eigentlich nur, ihr fresst die einfach direkt. Also ich habe mir jetzt gedacht, ich fresse die, bevor ich die jetzt hier irgendwie meine Waffe kaputt mache. Mache ich eben so. Schmecken wohl signifikant besser als die von G&G zum Beispiel. Kann ich persönlich nur empfehlen. Wir hatten die Kugeln jetzt für 7 Tage im Wasser. Ja, ist jetzt nicht unbedingt zeigenswert. Das hat absolut keinen Unterschied gemacht. Die Struktur ist die gleiche geblieben, das Gewicht hat sich nie verändert. Dann hatten wir noch die glorreiche Idee, dass wir die Kugeln einfach zerdrücken. Ist aber auch ziemlich sinnlos, weil ja, natürlich lassen sich diese Kugeln zerdrücken. Und mit dieser tollen Erkenntnis gebe ich wieder zurück zu Tom. Kommen wir nun zum Wichtigsten, dem Schuss- und Chronotest. Hierbei haben wir die Q-Airsoft BBs antreten lassen gegen G&G und Begadi und das jeweils immer in 0,28 Gramm. Der erste Test, den wir durchgeführt haben, war ein Streukreistest. Hier haben wir die Waffe, meine P90, eingespannt und haben praktisch auf 15 Meter getestet auf diese A4 Seiten großen Blätter. Wir haben folgendermaßen das getestet. Ich habe jeweils 10 Schuss und das 5-mal, also ich habe praktisch immer eine neue Zielscheibe gemacht und habe praktisch immer 10 Schuss da drauf abgegeben und habe dann geguckt, habe dann den Streukreis gemessen und darüber reden wir jetzt. Und zwar kommen wir zum ersten, das ist G&G. Wir haben bei G&G einen Durchschnitt von 8,86 cm. Der kleinste war 7,1 und der größte Durchmesser 9,7. Das ist eine Differenz von 2,6 cm. Machen wir weiter mit Q-Airsoft. Dort ist der Durchschnitt 8,16. Das heißt, der ist kleiner als bei den G&Gs. Jetzt kommt das Aber. Der kleinste Durchmesser war 5,8 und der größte 10,1. Das heißt, wir haben hier eine Abweichung von 4,3 cm. Und bei den Begadi BBs ist der Durchschnitt 7,74, also noch kleiner als bei den anderen. Aber der kleinste ist 5,6 und der größte ist 9,1 und dort ist die Differenz 3,5 cm. Des Weiteren haben wir einen Streuungstest oder einen praxisnahen Test durchgeführt und zwar bei Wetter draußen, weil wir keine Halle haben, die 40-45 Meter lang ist. Und dort haben wir praktisch getestet auf unsere große Kiste. Wie viel Schuss treffen wir auf 35 Meter? Da war G&G 7 von 10 Schuss, Q-Airsoft 7 von 10 und Begadi 9 von 10. Hier müsst ihr aber bedenken, Einfluss des Schützen, Einfluss vom Wetter. Das heißt, richtig aussagekräftig, labortechnisch ist das natürlich nicht. Bei 45 Meter war es G&G 8 von 10, Q-Airsoft 6 von 10 und Begadi 6 von 10. Dann haben wir auch draußen einen Reichweitentest durchgeführt und zwar war es da bei G&G folgendermaßen. Ich habe mir 10 Schuss rausgesucht von den ganzen Schuss, die ich abgegeben habe, habe praktisch einen Cut gemacht irgendwo und habe dann ab dort gezählt. Finch hat immer angesagt, wie viele Meter waren das, habe dann bei 10 Schluss gemacht und habe dann den Durchschnitt davon errechnet. Da ist G&G mit 54,85 Metern
am weitesten gekommen. Das niedrigste war 52 Meter, das höchste war 57 Meter. Die Differenz beträgt 5 Meter. Bei Q-Airsoft war der Durchschnitt 53,6 Metern. Das niedrigste war 51 und das höchste 56. Die Differenz 5 Meter. Bei Begadi ist der Durchschnitt mit 53,7 Metern. Der niedrigste 52 und der höchste 54. Das heißt, die Differenz beträgt dort 4 Meter. Kommen wir zum Chronotest. Hier haben wir jeweils 10 Schuss auf unseren Xortech Chrono abgegeben. Und zwar fangen wir an mit G&G. Dort haben wir einen Maximalwert von 83,07 Meter pro Sekunde und minimal 82,3 Meter pro Sekunde. Die Differenz beträgt 0,77 Meter pro Sekunde. Bei Q-Airsoft haben wir maximal 82,48 Meter pro Sekunde und minimal 80,42 Meter pro Sekunde. Die Differenz beträgt hier 1,86 Meter pro Sekunde. Bei Begadi haben wir 84,71 maximal und minimal 82,94. Die Differenz beträgt hier 1,77 Meter pro Sekunde. Jetzt, wenn wir das alles auswerten, würde ich schon davon ausgehen, dass die G&G BBs etwas besser abschneiden als der Rest. Was uns etwas wundert, sind die Abweichungen beim Chronotest. Also, Chrono war eingestellt, Waffe Hop-Up raus und trotzdem haben wir hier Abweichungen. Begadi BBs, da hat die Waffe fast einen Joule gemacht. Bei Q-Airsoft war es 0,93 oder 0,95 oder sowas. Das war schon ein Unterschied. Und man sieht es ja auch bei der Differenz, G&G macht hier mit 0,77 die wenigste Differenz. Q-Airsoft und Begadi sind fast gleich auf, sind vom Preis her auch fast identisch. Und zum Schusstest, ja, da waren die G&Gs auf die 15 Meter, hatten definitiv die kleinste Abweichung, dafür aber den größten Streukreis von allen 5 Tests. Kommen wir jetzt zum Fazit. Abschließend können wir euch für diese BBs eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Jetzt werdet ihr euch denken, was? Die haben doch aber meistens schlechter abgeschnitten als die G&G, ein bisschen schlechter als die Begadi BBs. Ja, aber sie sind bedeutend günstiger als die G&G BBs. Und für mich der Vorteil, sie kommen in den Flaschen. Das heißt, ich muss nicht diesen blöden Beutel umfüllen. Ich kann sie direkt so mit aufs Spielfeld nehmen. Das sind für mich klare Vorteile. Und seien wir doch mal ehrlich, auf dem Spielfeld haben wir immer irgendwelche äußeren Einflüsse. Sei es der Wind, sei es ihr selber als Schütze, sei es eure Waffe. Von daher, und für diese Differenz, die ihr da habt, könnt ihr euch definitiv einen Spieltag kaufen oder neue Kugeln. Das muss man schon abschließend sagen. Jetzt muss man aber auch sehen, wir haben nur die 0,28 Gramm getestet und noch nicht die 0,36er. Hier bin ich mir aber sicher, dass dort die Qualität genauso gut ist, weil die kommen ja von einem namhaften Hersteller, wo viele andere auch ihre BBs produzieren lassen. Wir wissen selber, dass es kein labortechnischer Test hier war. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gehandelt. Jedoch denke ich, dass dieses eingespannte 15 Meter Streukreistest schon sehr gut das Ergebnis widerspiegelt. Und jetzt bleibt mir am Ende nur zu sagen, abonniert unseren Kanal. Sonst seid ihr bald tot. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Ciao. Die BBs haben einen Durchmesser von 5,9 Fuck, genau. Ja, fliegen denn jetzt die Kugeln auch anders? In der Tat, die Kugeln von Q-Airsoft fliegen ganz geradeaus und die von den anderen nicht. Nee, keine Ahnung, das war dumm. Was soll ich sagen? Die von den anderen. Und das ist die Flugbahn, sag mal so, das ist die Flugbahn von den Q-Airsoft und das sind die von den anderen. So. Ist ja mal so, wenn sie so zum Ziel kommen, ist ja jetzt nicht so, dass die denn hier machen. Wenn die so zum Ziel kommen, eigentlich scheißegal. Ja.